Liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu unserem Herzenstore öffnen Podcast mit euch, mir und vor allem dir, liebe Biene. Hallo, lieber Benny. In den letzten Podcasts haben wir öfter das Wort Samatha fallen lassen. Die ganz neu da sind, wissen noch gar nicht, was das überhaupt bedeutet. Ja. Und dabei ist es so etwas Großartiges und Wichtiges, ne? Vielleicht das Wichtigste überhaupt? Es ist das, was auf uns zukommt, oder? Ja. Erzähl doch mal. Also hier ist es wieder wichtig, dass die Menschen verstehen, dass es Worte sind, menschliche Worte oder menschliche Erklärungen für etwas, was es eigentlich für unseren Verstand sonst nicht begreifbar machen würde. Und wir sprechen von einem Samatha-Tempel. Und mit Samatha sind Töne des Universums, aber Tempel ist wieder ein menschliches Wort, was hinzugefügt wurde auch von der geistigen Welt, aber damit wir es verstehen. Samatha-Tempel. Und der Samatha-Tempel ist die größte derzeit, oder nicht die größte, das stimmt jetzt nicht, aber die wichtigste Kristallbibliothek auf unserem Planeten. Und dort entstehen Energien und werden Energien eingebettet, die für die neue Welt Quintas überaus wichtig sind. Und um das noch besser zu verstehen, warum wurde überhaupt ein Samatha-Tempel errichtet? Das liegt daran, dass das Erdbewusstsein sich ausgedehnt hat und in der Energie erhöht hat und es auch im Erdenbewusstsein zu einem Erwachen kam. Oder damals wusste man, dass es zu einem Erwachen kam. Und das energetische Prinzip des Universums ist, dass es auf jedem Planeten etwas geben muss, was höher an der Energiefrequenz ist als das Erdenbewusstsein. Und als alles andere auch, oder? Und als das ja sowieso, weil das Erdenbewusstsein ist ja viel höher in ihrer Energie wie wir Lebewesen. Wir bilden zwar eine Gemeinschaft, wir Menschen, in der Energie, aber das Erdenbewusstsein trägt eine höhere Energie. Und es muss etwas geben, wenn sozusagen die neue Welt sich für uns öffnet, was noch höher ist als das Erdenbewusstsein. Vielleicht für ein tieferes Verständnis für alle, was war es denn vorher oder lange Zeit zum Beispiel, kann man auch da sagen, die Bundeslade war so etwas mal damals? Die Bundeslade, ja, aber allgemein die Kristallbibliothek. Also es gibt ja überall auf unserem Planeten Kristallbibliotheken und die sind aber ausgerichtet oder das sind Kristallbibliotheken, die alles gespeichert haben, was Gottes Erbe betrifft. Ja? Und Samatha ist etwas anderes, das ist ausgerichtet auf die Neuausrichtung unseres Planeten, wenn der wieder zurückgeholt wird in den magnetischen Gotteslinien. Also wurde ein zusätzliches Feld erschaffen, im Prinzip an die Kristallbibliotheken andockend. Genau. Weil wenn der Planet, das kann man sich ja auch vorstellen, wenn der zurückgeführt wird in die magnetischen Gotteslinien und sich alle Attribute und eben alle Energien öffnen, dass dann die Energie auf unserem Planeten enorm ansteigt, was noch nie da gewesen ist, also diese ganz neuzeitliche Energie. Und das übertrifft auch alles, was bisher da gewesen ist. Und um das zu halten, um das praktisch stabilisieren zu können, wurde der Samatha-Tempel errichtet. Die Kristallbibliothek mit diesen neuzeitlichen Energien. Und bei diesem Tempel befinden sich auch die mittlerweile 3 entzündeten Kristalle, von denen ausgehend auch diese Öffnung geschehen wird, von der wir immer sprechen. Und die sind angebunden an diese Kristallbibliothek. Und in diese Kristallbibliothek oder in diesen Samatha-Tempel wird halt wirklich alles eingebettet, was an höchster Energie möglich ist. Und die Grundenergie von diesem Samatha-Tempel ist aber die Christusenergie. Das ist die Grundenergie, die Basis von allem.
ist die Christusenergie. Wurde das damals schon, als Jesus auf dem Planeten da war, schon angelegt oder ist das jetzt erst entstanden? Das wurde schon angelegt. Also angelegt ist jetzt auch ein sehr menschliches Wort, aber es wurde schon Die Grundlage geschaffen. genau, das ist eigentlich das richtige Wort dafür. Ja. Ist das, weil ich glaube, viele stellen sich das auch immer so vor, ist das etwas Physisches, was man irgendwann mal besuchen kann? Ja. Und kannst du das genauer beschreiben? Also viele Dinge, die unser derzeitiges Augenlicht oder unsere Augen nicht sehen können, existieren ja. Also es gibt, wie gesagt, die ganzen Kristallbibliotheken, es gibt ganz viele Lichtsäulen, es gibt die Naturgeister, es gibt Raumschiffe, es gibt ja alles Mögliche, was die Menschen noch nicht sehen. Und das wird alles sichtbar werden, ja, natürlich. Und kann sich dann jeder diesem Feld nähern oder wie läuft das dann ab? Ich glaube jetzt nicht. Also ich weiß nicht ganz genau, ehrlich gesagt. Das wird man erst wissen, wenn es soweit ist. Das trägt halt schon eine sehr, sehr hohe Energie. Und das kann ich nicht beantworten. Ob da jeder, das weiß ich nicht. Also früher hieß es mal nein. Ja, ich weiß da es viel nicht. Vorbereitung. Ja, dass die man Wächter geht dort halt gibt. davon aus, also was ich weiß, das ist, dass wir das auf alle anderen Planeten gehandhabt wird, die von den magnetischen Gotteslinien entfernt waren. Und da ist es oftmals nicht möglich. Die nennen das halt anders, die nennen das jetzt nicht Samatha-Tempel, die nennen das Perlenfeld oder wie auch immer. Und es hat sich ja jetzt so viel schon verändert, dass ich es nicht ganz genau sagen kann. Also ich glaube, man weiß es erst, wenn es tatsächlich geschieht. Also du sagst auf jeden Fall, es gibt ja auch andere Planeten, die diesen Prozess auch durchlaufen, wie wir gerade, die auch uns schon voraus sind in dem Bereich. Und die haben auch solche Felder, solche hochheiligen Felder. Genau. Und da ist es definitiv so, dass nicht jeder sich diesem Feld annähern kann. Genau. Also so könnte es auch hier sein. Genau. Also ich glaube es auch, aber ich kann es jetzt nicht mehr mit so ganz Bestimmtheit sagen, weil, weiß nicht, Benni, weißt, es verändert sich derzeit so viel auf unserem Planeten energetisch und ist wirklich, manchmal ist es auch bei mir so, dass ich mir denke, also vor ein paar Jahren, ich hätte es nicht geglaubt, was zum Beispiel heute alles geschieht oder möglich ist oder so. Und es ist tatsächlich möglich geworden. Und deswegen kann man es, glaube ich, nicht mehr so 100%ig verneinen oder ja sagen, sondern man wird sehen, wie es ist. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, in der Zeitepoche Atlantis und Avalon hat es auch natürlich diese Kristallbibliotheken gegeben. Und also kein Samatha, aber Kristallbibliotheken, und in Avalon und auch in Atlantis konnten nur ganz wenige tatsächlich sich dort aufhalten. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Aber eigentlich macht es ja auch Sinn. Ja. Wenn es wirklich die allerhöchste Energie ist auf dem Planeten, die aktuell da ist. Wir wissen ja, was Energien bedeuten. Ne? Ja. Also heftige Energien können schon heftig sein. Ne? Ja. Das muss doch erst mal tragen können. Ja, deswegen weiß ich es nicht so ganz genau. Gut, was ist dir denn wichtig bei dem Thema Samatha noch zu erwähnen? Also mir persönlich ist wichtig, dass einfach die Menschen grundsätzlich verstehen, dass Dinge, nur weil sie jetzt für uns noch nicht sichtbar sind, trotzdem existieren und dass die Leute gut daran tun, sich jetzt schon mit dieser Energie zu beschäftigen, weil eben dort so viel an Energie eingespeist oder eingebettet wird, was uns zugutekommt. Also Energie tut ja was Gutes für uns. Und umso näher wir uns dieser Energie annähern können, umso mehr kann sie für uns tun. Also sich mit Samatha zu beschäftigen, macht schon sehr viel Sinn und tut auch viel für uns. Also steigert unser Christusbewusstsein. Also die kann viel den Schleier von unseren Augen wegnehmen. Gerade die Kristalle, die da jetzt auch so intensiv zirkulieren,
können viel mit Vertrauen machen, mit Vergebung, mit bedingungsloser Liebe. Ja, es ist um so viel stärker und als alles, was auf unserem Planeten gibt. Und man weiß ja, wenn man jetzt irgendwo hinreist im Menschlichen, ja, ob nach Südengland oder nach Lourdes oder zu den Pyramiden, wenn die Menschen da schon mal waren, die sich dafür interessieren, die wissen ja auch, was es bedeutet, wenn man mit solchen Energien in Kontakt kommt. Ja, was das dann plötzlich mit einem macht. Also erinnere dich, wo wir in den Tagel waren, Merlins Höhle oder wo auch immer, Chalice Well, was es mit einem machen kann. Und dann stell dir vor, du kannst dich den größten energetischen Liebesfeld, also so würde ich es jetzt mal bezeichnen, auf unserem Planeten nähern. Das ist ja wunderbar. Gibt es verschiedene physische Orte, wo diese Energie dann so hoch ist von Samatha, die man auch besuchen kann? Ja. Also es wird so sein oder es ist so, dass es ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit den goldenen Wundern. Also es gibt immer eine Stammenergie, selbst bei einem Festival gibt es ja eine Stammenergie, die runterkommt, die oder bei den Schritten, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber nur, dass ich das erkläre. Also eine Anfangsenergie, eine Stammenergie ist immer die stärkste und wichtigste Energie, die ein Mensch aufnehmen kann. Und so eine Stammenergie gibt es natürlich auch bei Samatha. Und dann gibt es aber ganz viele Abdrücke davon, die praktisch um den ganzen Planeten herum aufgebaut werden. Mhm. Aber man muss jetzt nicht an einen Ort gehen, um diese Energie aufzunehmen. Nein, ne? Ist natürlich ja klar, nicht. Ne? Natürlich nicht. Und was würdest du denn den Menschen empfehlen, die jetzt ganz neu hier sind? Die damit vielleicht noch keine so eine Anbindungsenergie haben in dem Fall? Braucht man ja auch irgendwas, ne? Wie wir zum Beispiel Jesus haben auch, der uns dabei hilft. Wie würdest du das? Also ich meine, für mich ist es jetzt sehr schwierig, weil ich auf gar keinen Fall irgendwie den Eindruck erwecken möchte, ich will den Podcast nutzen für Werbung, weil das will ich wirklich nicht, gar nicht. Aber natürlich, die Samatha-Schritte sind etwas, was ich wirklich empfehlen kann. Die führen dich Schritt für Schritt in diese Energie rein. Und die gehen ja auch ganz viele Menschen. Den letzten Schritt kann man gar nicht machen, der ist versiegelt und den werden wir erst machen, wenn Günther sich geöffnet hat. Und ich finde jetzt schon, also wenn ich einfach auch mir mal erlaube, meine Grenze zu öffnen und über meine Grenze hinauszugehen, das jetzt einfach mal zu erwähnen, wenn du mich fragst, wir haben das ja vorher nicht besprochen, die Samatha-Schritte sind schon gut. Weil es halt einfach schon eigentlich wichtig ist, das zu sagen, weil sie einfach auch mega schön sind. Ja, es wäre jetzt ne? auch komisch, die zu verheimlichen, ja, also zu Eben. sagen. Und ansonsten kann man sich wie immer auch mit allen Energien einfach verbinden. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber die Menschen, glaube ich, wissen es schon. Es ist jetzt ein Unterschied, ob du dich mit einer Pyramide verbindest oder mit Chalice Well verbindest oder mit Tintagel verbindest oder ob du etwas hast, was dich da direkt hinführt. Schritt für Schritt. Das ist natürlich ein Unterschied. Aber natürlich kann man sich auch so verbinden. Wie immer im Leben. Wie es jeder einzelne Mensch möchte und wie es für ihn richtig erscheint. Ja. Ich glaube, wenn man auch so das Grundprinzip von Samatha verstanden hat durch deine Erklärung, dann hat man ja auch etwas, ne, was man innerlich dann anvisieren kann. Wenn man jetzt sagt, okay, man möchte die Schritte nicht unbedingt machen, aber man möchte trotzdem einen Hauch davon erleben. Absolut, das ist, ich will jetzt auch nicht sagen, man muss die Schritte machen, nur weil du mich gefragt hast. Ja, klar, man kann sich, wie gesagt, man braucht weder einen Lehrer noch einen Meister noch sonst irgendwas. Man kann sich immer, man trägt alles in sich. Man kann das alles auch mit sich alleine machen. Zumindest mal theoretisch. Die Praxis ist dann oft, also ich kann jetzt nur von mir selbst sprechen. Ne? Ja. Ich bin froh, dass ich immer jemanden habe, der mir etwas gibt, was Neues, neuen Input gibt. Das könnte ich selbst. Der dich halt begleitet. Genau. Ja, das ist halt schon, also ich finde es jetzt auch wichtig.
Ich denke da wieder an meinen Lehrer, der mich so lange begleitet hat. Ohne meinen Lehrer würde ich heute wahrscheinlich hier nicht sitzen mit dir. Und eine Begleitung finde ich persönlich jetzt schon wichtig, aber an sich ist natürlich auch möglich, alles mit sich alleine. Also mal so theoretisch zumindest. Ne? Man muss halt schon dann besondere Kraft aufbringen und Intensität und Klarheit und. Naja, Kraft weiß ich jetzt gar nicht. Also so weit will ich jetzt nicht gehen. Aber was ich eigentlich so finde, ist, dass man oftmals an Grenzen stoßt, wo man nicht weiter weiß. Weißt, wo man, wie du sagst, Input. Also man braucht dann etwas, um wieder etwas Neues zu öffnen, um zu verstehen, wie die Zusammenhänge sind. Das ist etwas ganz Wichtiges. Also das persönlich finde ich schon sehr wichtig. Es gibt für mich, also jetzt als Biene und Sangetar und einfach als Mensch halt, überhaupt keine Bewertung von der eine ist besser als der andere. Es gibt nur die Unterschiedlichkeit. Ja, also wir Menschen sind unterschiedlich. Und jeder sucht sich den Menschen, wo er sich halt wohlfühlt oder den Lehrer, wo er sich wohlfühlt. Aber ich würde jetzt niemals, also ich würde jetzt zum Beispiel von mir auch niemals sagen, ich bin eine Meisterin oder irgendwas, gar nicht. Ich bin halt jemand, der begleitend ist für Menschen, die es gerne möchten. Genau, das macht dich für manche dann zur Meisterin. So läuft's halt. Es ist ja auch klar, wer sagten jetzt von sich selber, ich bin ein Meister, das ist ja auch schon wieder, hat ja auch so einen gewissen Naja, aber du Unterton. hörst es doch, also wirklich, Benny, da in Glastonbury, das war sehr erstaunlich für mich, wie viele Meister es gibt, wie viele Reinkarnationen von Jesus und Mutter Maria und wie viele Buddhas es gibt. Und ich möchte ja auch gar nicht, weil ich bin auch ein Mensch jetzt, der jetzt noch nicht mal sagt, das stimmt nicht, weil wer bin ich, dass ich über andere urteile? Aber ich, für mich, möchte es nicht sein. Weißt, also ich möchte mich so nicht nennen, ich empfinde mich so nicht. Nee. Nein. Ganz genau. Ja, dann hoffe ich, dass wir euch oder Biene euch gut den Samatha-Tempel etwas näher bringen können. Ja. Aber bestimmt. Hoffentlich. Dann wünschen wir uns sicherlich viel Freude beim Verbinden mit dieser Energie. Ja. Oder? Da ist immer gut, sich mit dem Prosonodolicht zu verbinden. Mit dem Prosonodolicht und mit dem Christusaspekt und mit dem Engelsaspekt. Gut. Und wer nicht weiß, was das Prosonodolicht ist, einfach einen früheren Podcast anschauen. Okay. Danke für heute. Bis zum nächsten Mal. Gern, Benny.